Und irgendwann ist mir halt die Idee einmal gekommen, dass ich gern so Routen von 1980 bis 1990 gern mit Mammutathleten nachfotografieren würde. Die Routenauswahl ist natürlich anhand vom historischen Hintergrund. Also historisch ist natürlich ein bisschen weit hergeholt, weil so lang ist das auch wieder nicht her. Das heißt, man hat natürlich geschaut, dass vom Schwierigkeitsgrad her, wann ist die erste 8a auf der Welt geklettert worden, die erste 8a plus, die erste 8b. Und es sollte eigentlich gehen bis zur ersten 9a, 9a plus, je nachdem. Und es ist natürlich schwierig, die Routen zu finden, vor allem weil halt schon allein der Wolfgang Gülich einer von denen war, wo das Limit dazu mal oder den ganzen Schwierigkeitsgrad so pushen hat können, dass viel Touren für ihn schwierigkeitsgradmäßig eigentlich von ihm geklettert worden sein. Also hätte man im Prinzip schon 5 Touren von Wolfgang Gülich nehmen können. Und das wäre mehr oder weniger in Deutschland gewesen. Und damit es aber nicht so war, haben wir auch geschaut, dass man in Italien eine Tour findet, in Frankreich eine bekannte Tour, in Amerika eine bekannte Tour, natürlich auch in Deutschland, in England. Und es ist uns dann nach längerer Zeit recherchieren gelungen, mit den dazugehörigen Protagonisten die Touren zu finden. Und es ist glücklicherweise unter Anführungszeichen nur relativ einfach gewesen dann. Christoph, manchmal kriegen wir irgendwie ein Tape auf. Der beste Moment ist eigentlich nur schwierig. Es hat bei jedem Shoot irgendeinen speziellen Moment gegeben. Also ich würde sagen, einer von den schönsten oder lustigsten Momenten war sicher mit der Anna in Biux, wo sie mit dem Anton Le Menestrel das Dance vertikal hat müssen, eigentlich ein bisschen so, oder versucht hat, das nachzuvollziehen, wie er das macht, wo bei ihm relativ locker und easy ausgeschaut hat. Sie klettert zwar super, aber das Dance vertikal dann zum Rüberbringen war für sie relativ schwer. Und das war eigentlich recht witzig und gut. Voilà, redescends, voilà, descends-les encore tes pieds. Descends-les, voilà, l'autre aussi, voilà. Et là tu pousses. Allez. Oh Gott, das ist ja horrible. Oh Gott. Der schwierigste Moment ist sicher, ich sage jetzt mal in Amerika drüben, Lake Tahoe. Da sind wir angereist und es war eigentlich von den Bedingungen her nicht gerade super easy. Es hat Schnee gehabt. Wir haben nicht gewusst, ist der Riss, das Grand Illusion, ist es trocken, kann man das überhaupt klettern? Die Positionen, du bist eingeschränkt, es gibt 2, 3 Möglichkeiten für einen guten Winkel, für eine gute Perspektive. Also sicher der schwierigste Shot vom Ganzen. Was natürlich auch noch wichtig war für mich bei dem ganzen Projekt, ich wollte auch zeigen, dass die jungen Kletterer heutzutage, wie Jakob Schubert, Anna Stöhr, Jan Heuer, wie sie alle heißen, die klettern ja mittlerweile in so einen extrem hohen Schwierigkeitsgrad. Die klettern 8B, 8B plus hier Ansei teilweise. Und ich wollte auch zeigen, dass man halt die Touren von früher nicht einfach nur hingeht und das schnell abknipst. Und das hat man wirklich auch gesehen, wo wir es fotografiert und gefilmt haben, dass auch die super starken Kletterer ihre Mühe gehabt haben damit. Ich habe ja früher schon die ganzen Magazine verschlungen und ich habe viele von den Kletterern, wo wir jetzt die Touren wiederholt haben, die habe ich persönlich gekannt. Ich habe die wirklich ein bisschen vergöttert und die Idee dahinter war wirklich, dass man die Touren ein bisschen wieder auferstehen lässt. Die sind in die Vergangenheit geraten, vor allem bei den jungen Kletterern. Glaube ich, dass viele die Touren vom Namen her gar nicht mehr kennen, außer vielleicht Aktion direkt. Und ich glaube, das ist durch das Projekt super gelungen. Und ich glaube, die Idee dahinter war wirklich, dass man das Ganze ganz super schön inszeniert, nochmal nachfotografiert, auch wenn es die Bilder ja schon gegeben hat, aber wirklich nochmal in High Quality das Ganze nochmal wirklich schön zum Fotografieren. Und ich denke, dass das echt gut gelungen ist.